Also ich weiß gar nicht, was passiert. Ja? Und wo ist meine Familie jetzt angekommen? Wer meinst du? Ja. Meine Kinder und andere Verwandte. Sind überall verteilt, alle am Arbeiten. Sie sucht immer nach Leuten, die ihr das Gefühl haben, ich bin jetzt gut aufgehoben, ich bin quasi im Schoss von einer Familie. Manchmal frage ich sie, was bedeutet denn daheim für dich? Und dann sagt sie mir, ja, ich habe einfach Heimweh, aber ich weiß nicht nach was. Kaum kommt sie zur Ruhe, fängt der Gedanke wieder an kreisen und das treibt sie immer an und das ist letztlich auch das, wo es so schwierig macht, um sie wirklich glücklich zu machen. Ich nehme mal an, es ist, weil sie vergessen hat, was in den letzten paar Jahren passiert ist. Warum das Kästchen da ist mir nicht so bekannt. Das ist nämlich ein schönes, das hat mir immer gefallen. Und ich bin nicht immer glücklich überall. Und jetzt muss ich wieder alleine heim heute Abend. Alleine. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Du kannst hier schlafen. Vielleicht, ja, wäre noch nicht schön. Ich finde es nämlich so schnöd. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich wohne. Die Erinnerung an die letzten paar Jahre gibt einem häufig das Gefühl, da bin ich daheim. Und wenn du das nicht hast, ja, wo ist man denn daheim? Immer wenn sie irgendwo abgehauen ist, ist sie in ihrem Elternhaus in Zürich an der Bergstrasse wieder auftaucht, ein paar Stunden später. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir sie dort einquartieren. Ja, das glaube ich. Ja, ich helfe der Rustigen. Das Haus gehört ja der Schwester noch vom Nani. Und dann hat man dort die Wohnung kündigen und dann hat meine Mami dort hinwohnen. Und zwar halt wirklich 24 Stunden betreut. Und weil Ruth 5 Kinder hat und 14 Enkel, haben sie gesagt, wir sind genug Leute, die sie betreuen können. Das ist ein riesiges Glück für sie. Einen grossen Teil können wir selber abdecken. Also ich zum Teil, meine Schwester, der eine Bruder tut auch. Und dann vor allem 2 von unseren Töchtern, die halt auch durch Corona bedingt irgendwie dann die Arbeit verloren haben und das haben dann super einsteigen. Und dann haben wir aber auch noch auswärtige Leute, die auch teilige Tage abdecken. Wie viele Leute wohnen denn da? Im Haus oder in dieser Wohnung? Im Zug oder in dieser Wohnung? Im Haus, im ganzen Haus. Aha. Oder in der Wohnung? Also mal zuerst im Zug. Im Zug. Nein, nicht im Zug. Was ist jetzt falsch an der Aussage? Im Haus meinst du? Nein, was? 8 Leute. 8 Leute. 8 Leute? Ja. In 3 Wohnungen? Ja. 2 mal 3 und 1 mal 4. Ja. Ungefähr. Wer wohnt jetzt alles da? Esther, Brandon, Maika, Annelies,
Erigau, Obed, Melanie und du. Nani, willst du nachher mit mir und dem Maika raus in den Garten? Dann gehen wir ein Feuerchen machen. Super. Mich macht es schon traurig, ja, wenn ich sehe, dass sie so unglücklich ist und dass sie das Gefühl hat, sie ist ganz allein in dieser Welt und niemand hat sie gern. Sie sieht keinen Sinn im Leben. Für sie ist das ganz schlimm. Was kann ich machen? Ich kann niemand und so. Sie ist gefühlt immer alleine. Ich nehme an, sie sucht ihre Eltern oder vielleicht sogar ihren Mann, wo sie aber seit 40 Jahren nicht mehr zusammengelebt hat. Das bin ich. Ja, Stimmt's? ja, aber da bist du noch ganz jung. Ja. Jung und hübsch. Also, hübsch bist du immer noch, aber nicht mehr ganz jung. Ja, das ist Jacqueline und das ist Nani. Und der Lukas. Ja. Der Lukas, wo? Da? Das ist der Ernst, dein Mann. Der Lukas. Mein Mann. Das ist der Ernst, ja. Das ist euer Hochzeitsfoto. Ui, das ist schon lange her. Da bin ich dann noch nicht rausgekommen. Bist du nicht rausgekommen? Okay. Wieso? Was hättest du gemacht, wenn du rausgekommen wärst? Mir besser überlegt. Ja, aber dann hättest du uns nicht gehabt. Ja, das ist schön, dass ihr so ein Ding habt. Gell? Schau da, die zwei kennst du auch da. Und wenn ich dann wieder in einer Wohnung für mich lebe, kann ich die dann haben. Dann kannst du die alle haben, ja. Genau. Okay, aber denk da. Ja, ich habe es jetzt gerade gemerkt. Als Kind habe ich sie schon in Erinnerung, dass sie sehr gut uns geschaut hat, natürlich. Aber auch sehr uns um sich haben und uns wenig Freiheit gegeben hat. Wir mussten schwer kämpfen, wenn wir in einen Sportverein oder in die Pfadi. Und sie wollte so die Familie einfach so für sich alleine haben. Oh mein Gott. Oh. Ja, du hast Hunger. Was? Zum Nani Hallo sagen. Oh, Zum Nani Hallo sagen. eine kleine Möpseli, gell, du. Ein Würstchen hat es da beim Nani. Kannst du ein Würstchen essen? Ja, wir tun es zuerst mal noch bröteln, dann kann er nachher auch ein Stückchen haben. Das ist sicher Freude da. Ui. Oh, er hat es Tüte gehört. Sorry. Oh. Oh nein. Oh. Nein, du bist auch. Oh mein Gott. Ist der Tisch gewesen? Musst du nicht wegnehmen. Ich glaube, er hat Hunger, weißt du? Ich bringe ihn gerade wieder. Also, wenn ich runtergegangen zu der Mutter und Tessa mich fragen, um den Maika nicht, dann sage ich eigentlich nie nein. Aber es ist auch herausfordernd, weil meine Mutter will ihn dann immer auflupfen und ich weiss, sie mag ihn nicht oder lässt ihn allenfalls fliegen. Oder manchmal ist sie sehr besitzergriffen. «Geh jetzt weg von meinem Kind, wo ist jetzt mein Baby, du hast da nichts verloren.» Und dann kennt sie mich gar nicht mehr, dann hat sie das Gefühl, ich sei eine Fremde und will mich rausschiessen. Es ist dann schwierig, irgendwie eine Balance zu finden zwischen beiden. Aber es gibt auch viele Zeiten, wo er mega hilft, indem dass sie auf ihn aufpasst und er auf sie aufpasst. Wenn ich nebendran Hausarbeit machen oder so. Ich bin eben verstimmt. Wieso bist du verstimmt? Weil es mir nicht gefällt, was wir hier machen. Okay, was gefällt dir nicht? Ja, dass es so viel braucht, bis wir genug haben. So viel Herdöpfel meinst Ja. du? Ja, wir tun einfach mal, bis du nicht mehr magst. Und dann nachher tue ich weitermachen. Ist das gut?
Wir haben ja keinen Stress. Nein. Gib dir extra die grösste, ist gut. Leider hat sie sich nie mit irgendwelchen Vorsorgeaufträgen oder so auseinandergesetzt. Sie hat immer gefunden, dass sie bei ihr ja gleich, wenn sie gestorben ist. Wir haben ihr manchmal gesagt, gib uns wenigstens deine Unterschriften, deine Vollmachten. Nein, 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 ich traue euch nicht. Meine Mami hat den Zeitpunkt verpasst, dass sie noch aktiv hat können bestimmen, wie es weitergehen soll. Irgendwie ist das Thema alt werden, sterben für sie einfach gibt's nicht. Du bist immer so sportlich, Nani. Was? Du bist immer so sportlich, gell? Ja, du hast uns gelernt, das sei wichtig. Und jetzt. Tschüss. Sie ist auch überzeugt, dass solange man die Familie hat, müssten die da sein und müssten auch schauen und muss das funktionieren. Und, Das stimmt. ja, das ist Sie hat wahrscheinlich schon immer die Erwartung gehabt, dass ihre Kinder ihr dann schon schauen im Alter. Nicht gerade so deutlich ausgesprochen, aber ich denke, alle 5 haben das unterbewusst Gefühl, dass sie das erwartet. Und sie sagt es auch jetzt noch. Also sie sagt, ich kann dir dort auch schauen, du musst mir jetzt auch schauen. Und für das. Also das ist ein Lebensthema für sie, wo ich sage, das geht nicht. Und wo ich heute aber auch mich absolut abgrenzen kann. Aber früher hat man es nicht können. Kopf ein bisschen hinten, ja. Oh, es langt etwa. Es ist ja eiskalt. Entschuldigung. Ja. Vielleicht kannst du den Kopf ein bisschen weiter hinten legen, dann wirst du nicht so nass. Wir müssen eben Shampoo auswaschen, weisst du? Möchtest du einen Zopf haben? Nein. Ganz offen. Ich glaube nicht, aber wenn es muss sein, kann es schon. Es muss nicht sein. So wie du es am liebsten hast. Das weiss ich erst nachher. Wir haben das Glück, dass sie eine hohe Pension hat und relativ viel erspart sie noch. Dann können wir das wirklich auch machen, dass wir die Leute, die bei ihr sind, zahlen mit allen Sozialversicherungen und allem, was dazugehört. Wenn wir nicht bezahlt würden dafür, würde ich definitiv nicht so viele Tage machen. Weil es ist schon emotional beanspruchend, man kann nicht viel anderes machen. Ich würde wahrscheinlich schon ein paar Tage, einfach wegen der Verbindung zu ihr. Ich finde es noch cool, um wieder zurückgehen ein bisschen. Aber ich würde definitiv, also vielleicht wären es 3 Tage im Monat höchstens. Ob die Kinder Verantwortung sollen übernehmen für die Eltern? Ja, eine Verantwortung schon. Aber sie müssen nicht unbedingt die Eltern selber betreuen. Das ist jetzt einfach ein Glücksfall und für die Ruth unbedingt nötig, weil sie in einem Heim einfach nur lahmgestellt wird, damit sie nicht mehr stört. Sie wäre einfach praktisch niemand mehr. Und das will ich nicht und darum bin ich froh, dass sie es jetzt so machen können. Es ist halt gleich meine Mami. Also ich denke, doch, ich möchte ihr das schon ermöglichen, so lange wie es geht, so zu wohnen. Ja, und es geht jetzt einfach auf, weil wir eine grosse Familie sind und das machen können. Aber ich will jetzt niemandem sagen, das sei das einzig richtige Modell.
Dankeschön. Bitte. Stimmt's? Ja, wunderschöne Haare hast du jetzt. Ja. Ist gut? Ja. Okay. Super. So. Und jetzt? Und jetzt? Was gibt's jetzt? Jetzt können wir spazieren, wenn du möchtest. Ja, können wir. Oder die Wohnung aufräumen. Nein. Putzen. Ja. Ja, putzen. Putzen? Nein. Aha, eben, hast schon gedacht. Bist schon parat? Bist fertig angelegt für raus? Zum Rausgehen? Ja, Also ich bin ein bisschen wackelig. kannst du mir die Hand geben. Ist gut? Ja. Okay. Kannst ja in den Rollstuhl sitzen, zum rausgehen. Ja, ist gut. Ja. Okay. Der Rollstuhl ist hier rein. Dann nehmen wir den raus vor die Türe. Ich glaube, wir müssen wirklich von Tag zu Tag schauen. Im Moment ist es einfach Betreuung. Pflege braucht es nicht eigentlich. Und das geht. Aber bei Pflege muss ich sagen, dort ist dann meine Grenze. Wenn es dann halt muss sein, dann muss sie dann halt gleich in ein Pflegeheim. Und ich hoffe, es kommt nie so weit. So lustig, ja. Ja, ich habe auch gelernt, vieles mitzunehmen und zu lernen von meiner Mutter, von dieser Alzheimer-Erkrankung. Einerseits, dass das Leben wirklich einfach auch wertvoll ist. Ja, sogar auch in ihrem Zustand. Es gibt so viele schöne Momente, die sie geniessen kann, auch wenn es irgendwo eine depressive Grundstimmung ist. Ich habe gelernt, dass das Leben für mich auch, dass es kurz ist und dass man wirklich das Beste daraus machen kann. Und dass das, was wichtig ist, für mich sind das Beziehungen, sind das Menschen, dass man wirklich das lebt und nicht wartet, bis man später Zeit hat. Und ich habe gelernt, mich an kleine Sachen freuen, weil das kann jetzt meine Mutter. Sie hat plötzlich Freude an einer Blume oder an einem Baum. Und das hat sie früher immer übersehen. Und dann denke ich, eigentlich ist das schön, dass auch sie noch Sachen lernt und schätzt und eben das auch weitergeben kann. Also, hast du gesagt, ich darf bei euch übernachten? Und darf ich auch bei euch zu Morgen essen? Das da? Jawohl. Kommst du sogar noch etwas dazu über? Ja, Ja, danke. bitte. Aber ich war froh, dass ich Kinder hatte. Ich habe mich gefreut mitnehmen. Ich war gerade nicht die beste Mutter gewesen, also weißt, wo alles so gerade sieht und kann. Manchmal bin ich auch hilflos gewesen. Aber es ist schön, Kinder zu haben, aber man darf natürlich nicht Kinder haben, um sie auszunutzen. Also danke vielmals für die Begleitung, für die Hilfe Bitte schön. und alles. Und was ist am Morgen los? Dann essen wir zum Morgen zusammen und schauen, was wir morgen machen. Ja, ist gut. Und welche Zeit etwa? Am 8. Aufstehen. Aufgestanden sein. Ja. Gut. Ist das- Danke vielmals. Danke auch. Du kannst vielleicht dort noch einen Spalt aufmachen. Zum Träuber reinlassen. So? Ja, ja. Kommt ein bisschen Luft rein? Ja. Ist gut, ja. Gut. Also dann. Schlaf gut. Schlaf gut. Du Tschüss. auch, gell? Ja. Gute Nacht. Danke. Lösche hier ab. Also schlaf dann gut. Du schlafst auch gut, gell? Bis morgen.